Moin Moin bei Padautz, bin Nico und ich spiele XENOBLADE Chronicles 2, Part Nummer 21 und heute versuche ich mal Kapitel 6 abzuschließen und dazu gehen wir hier bei den Theo-Speedy Tempelruinen einfach mal gen Süden raus. Und hier ist auch eine Nebenquest, ich nehme die mal an, was auch immer hier los ist. Theosoa, Hintertor. Guck mal, hier ist auch noch mal irgendwas zum Abgeben oder was? Schneehügel. Feuer. Feuer und Wind brauche ich, das kriege ich aber gleich hin. Aber erstmal rede ich mit Lucarion. Och Menno, wo ist er nur? Was ist los? Oh hallo. Habt ihr vielleicht einen Stein gesehen, der wie eine Schildkröte ausschaut? Ist ziemlich klein. Ich habe gestern außerhalb der Stadt gespielt und muss ihn wohl dabei verloren haben. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht, aber Fehlanzeige. Wahrscheinlich liegt er bereits unter einer Schneeschicht begraben. Ich hoffe, ich finde ihn bald, bevor noch mehr Schnee fällt. Oh je, wenn die Leute so gucken, weiß ich nie, wie ich reagieren soll, sagte doch mal was, Mithra. Tja, auf Anhieb fällt mir dazu leider auch nicht ein. Den Stein hat mir damals mein Papa geschenkt. Er hat gesagt, dass er mich groß und stark machen würde. Kurz darauf war Papa weg. Meine Mama meinte, dass er auf eine ganz, ganz lange Reise gegangen sei. Aber einsam habe ich mich nie gefühlt. Denn durch den Schildkrötenstein war es so, als ob Papa noch bei mir wäre. Wie es Schildi wohl geht, hoffentlich fühlt er sich nicht einsam. Ich muss ihn so schnell wie möglich finden. Kann helfen. Ihr wollt mir echt helfen? Wahnsinn. Ich suche noch ein bisschen hier weiter. Ihr könnt euch inzwischen ja mal an der Amphoretsäule umschauen, okay? Ich habe gestern die ganze Zeit in der Nähe der Säule gespielt. Da habe ich den Stein vielleicht fallen lassen. Na klar. Der verlorene Schatz. Und nochmal offiziell, hallo Susanne. So, die Quest mache ich jetzt mal nicht aktiv. Schneehügel. Was war das? Feuer und Wind brauche ich, ne? Das werde ich ja wohl hinkriegen. So, dann müssen wir das hier aber einmal kurz umschlawenzeln. Das heißt, Klingenpartner, zack. Und ich möchte Element. Mal Spezialtalente. Ich brauche Wind. Hier sind ein paar Windies. Hat sie Wind? Windelement Stufe 2. Hier habe ich Windelement Stufe 3. Das ist schon mal gut. Und Windelement Stufe 2 reicht dann hier auch aus. Und dann brauche ich nochmal irgendwem, den ich Feuer gebe. Ja, komm, hau ich hier mal Feuer rein. Eine Stufe reicht. Dann haben wir das auch geklärt. Yes. Ausgraben. Oh. Ein Schatz. Was gibt's denn hier Schönes? Kernkristall. Ja, sonst nichts. Okay. Ich laufe trotzdem erstmal der Hauptquest hinterher. Ich will die heute erstmal schaffen. Ich weiß nicht, wie lange ich streame und ich möchte auf jeden Fall ins nächste Kapitel kommen. So, jetzt müssen wir mal wieder meine Charaktere hier zurückholen. Das ist einmal R und R. Oh ne, irgendwie mache ich die Reihenfolge nicht. So, besser. Ich weiß nicht, ich bin komisch. So, und bei ihm war das so rum. Genau. Ach übrigens, neue Klingen habe ich schon gesammelt im Vergleich zum letzten Stream. Und zwar, warte. Einmal sie, Veil habe ich in einem Kernkristall gefunden. Und dann storybedingt haben wir ja von dem Kaiser-Dude seinen Kernkristall bekommen. Und den konnte ich jetzt ausbrüten. Und wo ist denn der? Wo ist denn der jetzt hier? Warte mal, da. Den kann aber nur Morak ausrüsten. Und das habe ich getan. Und da hat ein Glanz-Katana. Genau, die sind jetzt neu. Okay. Also ich denke mal, dass das hier der Hauptweg sein wird zum Ziel. Zumindest das einzige, wie ich hier irgendwie runterkomme. Deswegen gehe ich hier auch mal lang. Amphoretsäule. Er sagte, hier irgendwo liegt der Scheiß auch, ne? Warte mal. Oh Gott, das sind ja Gegner an der Wand. Stufe 84. Ja, nee, ist nicht so cool, ne? Uah. Will ich hier lang? Ist hier irgendein Schnellreisepunkt dann zum Freischalten? Ne. Aber den Sammelpunkt werde ich mal
mir zugute führen. Lost Bridget, Mineralienkunde, Stufe 3. Lackstein und sowas. Hüpp. Das ist bestimmt das Ding, was er gesucht hat, ne? Für die eine Quest. Oh, was liegt denn da auf dem Boden? Ist das Lucarions Schildkrötenstein? Oh. Nein. Oh nein, das Graz pippelt da. Hat ihn sich geschnappt und ist damit weggerannt. Dann sollten wir es wohl besser so schnell wie möglich verfolgen. Susanne, wusstest du, dass der Glückwert beeinflusst, wie selten die Klinge ist, die du bekommst? Also könntest du bei einem Charakter alles dafür tun, dass er, während du Klingen ausbrütest, einen höheren Glücksstatus hat. Oh, die Mucke ist ja sexy. Gar nicht erwartet jetzt. Oh ja, das mag ich. Ich glaube, ich gehe in die Richtung mal weiter. So, ja, muss ich ein bisschen aufpassen hier auf die Stufe 80er. Oh Gott! Oh! Ah. Jetzt mir wieder Wind reinhauen. Ha. So, Charaktere. Ja, mach ich mal hier schnell wieder. Nicht Harmonieringe, Klingenpartner. Und nach Element. So. Und hier und hier. Das sollte reichen. Echt? Für nichts und wieder nichts. Jetzt jeden Schneehügel hier einmal durchforsten. Ah, das sieht gut aus. Schildkrötenfigur. Perfekt. Ich glaube, das ist fast schneller, sich einmal hin zu teleportieren, oder? Let's go. Lucarion. Das für dich. Oh, ihr habt Schildi gefunden. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn gemacht hätte. Ihr seid echt spitze. Vielen, vielen Dank. Hier, bitteschön. Toll, oder? Sowas sollte man immer dabei haben. Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch jemand werden, der anderen immer hilft, so wie ihr. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann werde ich euch zu einer Schneeballschlacht herausfordern. Der verlorene Schatz. Oh ja, ordentlich EP und eine moderne Medaille gab's. Ah, die Welten, die sind einfach richtig hübsch. Oh Gott, da fliegt auch so ein Level 80er Vieh. Was seid ihr? Windleoparde. Oh Gott, Level 82 schon wieder. Nee, nee, das möchte ich nicht. Geh weg. Achso, ja, ich habe übrigens die Stadt leer gekauft, die es hier gibt. Und dafür habe ich wieder plus 5% Laufgeschwindigkeit bekommen und 3-mal plus 10% Erfahrung in Kämpfen. Also es ist super sinnvoll, das zu tun. Die Städte mal leer zu kaufen. Scheiße, da komme ich nicht rüber. Oh nein. Ist hier gar nicht der Weg. Bei den Ruinen dann da hinten, oder? Aber wenn ich diesmal nicht so nah an der Wand lang laufe, dann sollte mir auch nichts passieren. Ja, bin sicher. Ah, du bist auch Kapitel 6. War das Gefühl, die ersten 4 Kapitel sind schon die längsten. Okay, geht hier mit irgendwas? Nee.
Aufwind. Is that all? Very well. Wandsprung aktiviert. Okay. Es war ein Mühe unspektakulär, möchte ich jetzt mal meinen. Habe ich mir mehr von erhofft. Oh Gott. Geh bloß weg, du hochleveliges Kackvieh. Oh Gott, gegen irgendwas wollte er gerade kämpfen. Oh, hier ist ein Schatz. Kernkristall. Ist das auch ein Schatz oder ist das nur ein Stein? Das ist nur ein Stein, okay. Ja, jetzt bin ich einfach wieder hier. Ist ja doof. So, jetzt aber mal den Weg finden, wa? Wie ist denn das? Kann ich hier irgendwie runterspringen oder bin ich gerade zu doof? Hier kann man runterspringen, okay. Oh Gott. So, das wird Aufwind sein und der hieft mich dann da hoch. Oh! Haben wir gelernt, müssen wir schnell töten. So, Zusatzladung. Kann man jemand den zum Schwanken bringen? Eigentlich macht das Nia bei mir dann immer. Ah, nee, dann ist jetzt... Ach Mann, du Sack. Oh, warte, er ist wieder da. Das machen wir gleich nochmal. Er weicht auch einfach. Oh, diesmal habe ich ihn zum Schwanken gebracht und ich habe meinen Umwerfen-Dings einfach schon direkt am Anfang verbraucht, weil ich dachte, das klappt eh nicht. Aber vielleicht... Ja, schon wieder abgehauen. Ah, na komm nochmal. Das wird ja wohl... So, diesmal verbrauche ich es nicht. Ja. Umgehauen. Macht doch eine Skill oder was? Ja, jetzt. Aufmunterbelohnung gab es dafür. Jetzt kommt er auch nicht wieder. Okay, kann ich hier irgendwie runterhüppeln? Nee. Oh, guck mal, sogar hier die Fußtapsen von Drawmack wahrscheinlich. Das fühlt sich nicht wie der offizielle Weg an. Das gucke ich mir auch nochmal an. Du hast 28? Okay. Ja, die Spawnrate ist sehr niedrig. Ja, generell sind so ein paar Sachen in dem Spiel, die sehr luck-based sind und auch zeitwierig. Was mich ein Mühe nervt. Oh Gott, Level 79er gibt es hier auch. Ich habe letztes Mal nicht aufgepasst, er hatte gesagt, ich sollte irgendwo raus und dann links rum. Irgendwie sowas, aber ich weiß nicht mehr genau wo, wie. Deswegen, ja. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier lang, weil ich gen Norden noch nicht lang gewatschelt bin. Und hoffe, dass es halbwegs logisch ist. Alter. 82 muss das sein. Hier ein bisschen raufhüpfen. So sneaky. Ah. Oh Gott. Ja, nee, der muss sich umdrehen. Dreh dich bitte um. Mag dich nicht. Ja, der andere hat sich doch eben dauernd umgedreht. Kann er das hier mal auch machen? Aber macht er gar nicht, ne? Na gut, dann muss ich mal so rum. Vielleicht will mir das Spiel sagen, dass ich falsch bin. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber jetzt
Bin ich auf den Geschmack gekommen. Jetzt will ich hier einmal lang. Die ehrwürdigen Eistiefen. Oh, guck mal. Keine Ahnung, wie ich da... Ah, warte. Ich habe Angst, dass wenn ich darauf gehe, dass es direkt rutschig wird. Ja. Oh, oh, oh mein Gott. Ha. Kernkristall und seltener Kernkristall. Okay, man kann da runterfallen, dann gibt es aber auch Aufwind. Ja, und ansonsten ist dann nur so eine Miasma-Scheiße. Ja, okay. Gehe ich nochmal zum Dorf, zur Stadt. Whatever. Warte mal. Vielleicht kann man ja auch irgendwo anders lang. So, was geht hier mit... Kann ich nicht aussprechen? Gibt's hier ein Problem? Können wir den werten Damen bei irgendwas behilflich sein? Gute Güte, ein Gespräch mit einem so gut aussehenden jungen Mann werde ich doch nicht ablehnen. Oh, du schmeichelst mir. Ich glaube, sie hat wohl eher mich gemeint. Lügner! Oh, bitte kein Streit, ihr seid beide stattliche Erscheinungen, fast so erhaben wie König Eulogimenos. Nun gut, ich vergebe dir. In jedem Fall wart ihr in Gedanken versunken, meine Dame. Können wir euch irgendwie helfen? Oh ja, vielleicht schon. Es sind die Monster, wisst ihr, sie sind zu einer richtigen Plage geworden. Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis eine arme Seele beim Ernten von ihnen angegriffen wird. Nun, wenn es ums Monsterjagen geht, braucht ihr nicht weiter zu suchen. Corvi, alter Kumpel, du hast auch keine Hemmung, jemanden die Show zu stehlen, oder? Aber sei vorsichtig mit dieser alten Dame, du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Pah, wie kleinlich, ich erfülle gern jede Bitte, egal wie groß. Ah, es ist so lieb, dass ihr mir helfen wollt, Jungs. Vielleicht könntet ihr ein paar Gradgorilusse oder so um das Genbus-Schneefeld herum beseitigen. Und wo ihr gerade dabei seid, erlegt doch noch einige Windlepardos mit, ja? Könnten sie nicht auch die Sache mit den Fadentäuschers erledigen? Ach, was denn noch? Oh mein Gott. Das mit den Ende-Kapiteln dürfen wir ebenfalls nicht vergessen. Sonst läuft das ganz schnell aus dem Ruder. Oh, fuck. Darf ich auch eine Bitte äußern? Gib alles, kleiner Freund. Gut, könntet ihr auch einige Klimmzirkel für uns beseitigen? Eisbesen, ich will Eisbesen. Es wäre so schön, wenn ihr uns ein wenig Smaragdschnee bringen könntet. Wärt ihr so lieb? Och, du ahnst nicht. Klar doch, eure Wünsche werde ich mit größtem Vergnügen erfüllen. Das ist sehr lieb von dir, mein Schatz. Aber ich hoffe, ihr kennt eure Grenzen. Es wäre eine Schande, wenn ich euch dabei etwas zustieße. Danke für die Warnung. Sieg, mein Alter. Die kann echt austeilen. Hab ich doch gesagt. Und trotzdem können wir diese Bitten nicht abschlagen. Wer sollte sich darum kümmern, wenn nicht wir? Einige der Bedingungen für Corvins Harmonieerfolge wurden aufgedeckt. Ach, du ahnst es nicht. So, Harmoniegespräch. Hey, Gorg, is this really the place for a strategy meeting? I thought perhaps it would be nice to have a change of scenery. Now, let's start off by considering our past battle experiences. Having analyzed our battles thus far, I've come to a conclusion. Considering we have 5 drivers on our team, we ought to think more about our formation. Tora, get it! Tora's so busy working with Poppy, not have time to think about teamwork with Rex and friends. Indeed. Synergy between blades and drivers is important, but it can only get you so far. Gorg saying we should think about synergy between driver and driver? What is that over on the other table? Meme, what wrong with Gorg? No, it's nothing. As I was saying, we must consider the importance of the driver's actions in coordination with... That woman over there, she's eating a dessert I've never seen before. It looked like some kind of sweet pastry, but it contained... Is our current teamwork that messy? No, it's nothing like that. It wasn't any of your fault, I was just... I knew it. It is indeed a fruit filling. And bathed in some liquid, no less. But what is it? Honey? Fruit juice?
What is Gorg doing? My apologies. Where were we again? Yes, I have a proposition. I suggest in future we arrange our units as follows, so that... Oh my word. Can it be true? There is something more than just fruit contained within that crispy exterior. It's cream. But what kind of cream? I can't take it any longer. I must know what kind of cream they're using. Gorg? What? Oh, I'm very sorry. Now about our strategy. That not problem here. What Gorg say in mind, Gorg actually say in mouth. We hear everything. You heard all that? Silly Gorg. If Gorg want dessert so badly, Gorg should just say. No, but It's all fine. Tora want to eat tasty yum-yums too. That okay, everyone? Sure, sure. What is it you wanted to order, Gorg? well, in that case, I'll have 3 of what that woman's having. So. Also erstmal ist das hier der einzige Weg, den ich sehe. Und dann hätte ich gedacht, warte. Da hinten ist so ein Riesenteil, das kann ich umhauen. Das kann ich umhauen und dann komme ich darüber. Ah. Oh ja, gar keinen Bock darüber zu gehen. Bah. Viel zu hoch. Come out. Flora heals an aching Guck mal, da hinten ist irgendeine Riesenruine oder was ist das? Bin ich mal gespannt. Ah, sind das? Ah, Level. Level 42. Das ist in Ordnung. Ich will auch mal einen tot machen. Kann ich da überhaupt? Keine Ahnung, wie ich den anlocken soll. Gehe ich hier runter? Ah, eine Schatztruhe. You're all mine. You're all mine. Also zumindest habe ich vom Level her hier nicht so viel zu befürchten. Außer von diesen High-Level, Level 80ern, aber die ganzen kleinen Gegner sind tatsächlich so an die 20 Level unter mir. Das ist in Ordnung. Das Schöne daran ist, dass die mich dann halt nicht angreifen. Also habe ich ein bisschen Ruhe und komme hier auch gut voran. Da ist die Treppe. Ja. Garnum, was ist das denn? Töten. Okay, time to take you down. Not if I strike you first, chum. Well done. Quicken arms. Why not? Sein Angriff sah halt richtig Monado-mäßig aus. It'll be fine. We can turn it around. Cut that out. Well done. Good on you. Maybe we're not. One shot. Bang. Let me show you. No. Get out of here! Let me show you a thing. Nope, photon. Let's give him the full treatment. I never give less than my all. Okay. Ist Kernkristall? Ja. Natürlich. Hüpf. Was ist das? Hopper.
Ja, scheiß mal auf den Sammelpunkt. Kann ich nämlich auch in Ruhe alle abfarmen. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh Gott. Oh. Fast runtergefallen. Warum sind die hier überall? Genau, am Ende des Tages muss ich ja bergab. Ah, ja komm, den mache ich. Frühlingsregen-Eskart. You put your feet up over there. All right, Gramps? Give it up! Dynamic spark sword! You're forward now! Give it up! Na komm, ich will nicht die Aggro haben. Das ist das Ding, wenn man Tora oder so nicht mit hat. Dann zieht man selber mal die Aggro. Focusing on target. Sure, it's as good as done. Hit it now! Watch this one! I was scouting for you! This is where we prove our Ah, jetzt ausweichen. Ja, ein Lichtangriff noch, dann kann ich die Combo hier beenden. Na komm. Yes. Ja, das macht er nicht. Yes. We'll beat them with the power of wearer grabs. Let's finish this. Get them near. Here I can. Ready or go. Let's hit him good. I believe in you, Charlotte. Ja, ja, geh kaputt, geh kaputt. Und jetzt habe ich noch eine Chance. Jetzt kann ich weiter angreifen. And another one. Excellent. Corvin. Oh, Get them near. das war halt richtig schön viel Damage. Take him out. Together now. I believe in you, Charlotte. We make it awesome here. Chain attack, finish. Ja, das war viel. Er weicht viel zu oft aus. Ich will einfach aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Au. Oh Mann, sein scheiß Rückwurf. Oh ey, hat er das bald? Yes, tiefster Winter. Eieiei, so sieht das in ihm drin aus. Wusste ich gar nicht.
Oh, nervig. So, das kann ich jetzt gleich beenden, wenn ich auf Gorg wechseln kann. So. Ah, fuck. Ich habe am Ende zu schnell weggedrückt. Okay, was hat er? Kernkristall und das ist ein seltener Kernkristall vielleicht? Ja. Ja, auch nochmal ein paar andere Anführer-Augenklappe. Ein Splitter. Urelit ist, glaube ich, nur ein Okay-Splitter. Hier könnte man den Kampf dann immer wiederholen. Sehr schön. Oh, das sieht auch wichtig aus, das da unten. Vor allem, wie groß die Fläche dann nachher ist. Oh Gott, will ich mir das hier angucken? Ja, komm, jetzt bin ich ja extra hier rumgegangen. Dann sammle ich hier auch. Ja, ein Lackstein. Ach, guck mal, was ist das? Brief an Kasülde. Ah, sehr schön. Irgendwas brauche ich den. Mache ich alles später. Ich hätte jetzt hier gern mein Ziegenpferd aus Elden Ring. Ah, ein Reisepunkt. Sehr schön. Das da ganz hinten sieht irgendwie auch verdächtig aus. Das sind so zwei so rote Leuchten. Oh mein Gott, ich bin gleich am Boden. Oh. Yes. Ich will mir das da hinten mal angucken, da leuchtet das so. Oha, Level 54er. Starke Gegner gibt's hier. Altarhügel von Deklessa. Aha. Ach so, es ist einfach nur deren scheiß Lage. Ach, du ahnst es nicht, das ist irgend so ein Obermax von der... Ah! Oh. Bitte geht weg. Ja, oder irgendwas zum Runtergleiten, ja. Das ist das Ding, die Wege sind hier teilweise echt ein bisschen, ja, umständlich. Deswegen ist es wieder Bonuspunkt für Xeno X. Also im dritten sah das halt auch so träge aus wie hier. Und auch grafisch sah das sehr nah am zweiten aus, aber mal gucken. Au. Naja, es geht voran, es ist viel zu weitläufig, ne? Ganz ehrlich. Heiliger Hain. Ich meine, du kannst doch nicht so ein Spiel machen, kein Mount geben. Wie er wegrennt. Was ist das hier? Enttäuscher. Genbus Schneefeld, das haben sie erwähnt. Was soll noch weiter unten sein, oder was? Ist eingefroren, ja. Ah ja, okay, die Richtung ist ziemlich klar.
Hallo, Schild. Ja, das ist ja das, was wir von oben schon gesehen haben, was so super verdächtig aussah. Und das ist dann natürlich auch unser Ziel. Und wir haben einen Reisepunkt. Lady Morag, you're making that face again. If you keep frowning like that, you'll get wrinkles. I just don't get it. Tantal was founded by the Counter-Adamites. Then, after the war, they closed themselves off. But the way the king was acting, I can't help feeling there's something more to it. What though? It was the Praetorium who sent us here on this mission. Why would he go to such lengths to reject it? It seemed almost like he wanted to cut ties with them. You think Indol is holding something else over Tantal? That would be an explanation, yes. Zeke, do you know anything useful? Nope. There's no records from back then. How about you? There's nothing in my journal from that period. I might have been returned to my corps for some reason or other. Do you know anything about those days, Gramps? No, I was somewhere else at the time. And matters of human kingdoms and so on didn't interest me much. Geez, Gramps. What's the point of keeping an old-timer like you around if you don't even know anything? Sometimes, it's funny how much you sound like Corvin. So you think the king wasn't telling us everything? There is a chance. Do you think it may be related to Jin and his comrades using Torna's name? If you saw the last state of humanity, you'd understand. Now that you have come this far. The last state? Hmm? Jin said something about the last state of humanity. I thought you meant like an evolution. You know, in the future. But maybe he meant the previous state of humanity. And that is the key to why they fight? If that is the case, perhaps I never should have been sealed away after all. What have we here? What is this place? A battleground from the Aegis War. There are many things here, I remember. The walls and floors are melted. Must have been a hell of a battle. Ophion isn't the only artifice. You've already seen one other, Siren, the one Mithra commands. But during the war, there were countless artifices, wielded by Malos. So, it's a site of a fight against him. Say, what are these artifices anyway? We've only actually met Ophion. We've never even seen Siren, just that light thing it shoots down. They're a power granted to the Aegises. Divine swords sleeping in Elysium, far above us all. Hold on.
I thought Elysium was a paradise, not a scary weapon stash. I don't know. What do you mean you don't know? All that I can find in the corners of my memory is that townscape. I don't know why Father created me, or created the artifices. That's what I want to find out. Pirate. It's okay. We'll find out once we get there. I don't think... Open a chest, it might turn out great. But until then, it's just a crate. That's rule 4 of the Salvager's Code. Rex, comparing Elysium to dirty old sea junk? Okay, 700 Meter. Eieiei. Da hinten geht es dann wohl nochmal hoch, da wo ich hin muss. Also wird das hier ein kleiner Dungeon werden. Oh, was war das? Achso, die Viecher. Ja, vor denen muss ich mich nicht wirklich in Acht nehmen. Aber sehr straightforward der Weg gerade. Ich denke mal, da ist das Finale von Chapter 6 und dann kommen wir direkt in 7 rüber. Ich bin mal gespannt, wie viele neue Orte es noch gibt oder ob es dann doch mal neue Städte gibt oder ob wir da schon mal durch sind. Ich glaube, ich sollte gegen Gradgorillos auch kämpfen. Ich mache das mal für die Harmonieringe. Oder haben wir jetzt den Unterschied gerade auch mal gut gesehen? Also von hinten hat er 10.000 Damage bekommen. Und von vorne... Oh, warte. Schleudern? Ich kann doch schmettern. Schnell. Yes. Und von vorne waren es halt 6.000. Oh, er schwankt, aber Mithra ist gerade nicht ready. Aber ich glaube, sie schafft es noch rechtzeitig. Ja. Zack. Oh nicht. Achso, er schleudert jetzt schon hoch. Sonst hätte ich das gerade gemacht. Aber ich kann leider nicht schmettern. Also wenn er jetzt Millionen Volt ready kriegen würde, dann könnte ich auf jeden Fall den Wasserangriff noch machen. Oh ja. Er hat's ready. Elektrolyse. Bam. Achso, da ist noch ein zweiter. Da irgendwas gedroppt. Elektroabwehr. So, ich will hinter ihm. Ja, ich poker mal drauf, dass sie Giftwasser macht, dann kann ich wieder Elektrolyse machen. Ja, sie schafft es nicht mehr rechtzeitig, dann muss ich. Okay, also muss sie die Infektion starten. Sonst wird das ja alles nichts. So. Umwerfend. Komm schon. Ja, yeah, infektionsready. Sehr schön. Oh, Harmonieerfolg. EMD 5. Bei ihm ist auch irgendwas Neues dazugekommen. Warte mal, die Richtung. Ich jetzt fast falsch gegangen. Warte, ich schalte die Ringe ganz kurz mal frei. Das ist nämlich auch erledigt. Genau. Sonst bei keinem was passiert. Ich bin mal gespannt, ob ich das Spiel noch rechtzeitig vor Xenoblade 3 durchkriege, ey. Aber mit dem Tempo müsste es funktionieren. Aber dann gibt es ja auch noch das DLC. The Golden Country Torna oder so.
Wird schon knapp, vor allem will ich ja irgendwann auch mal Elex 2 weitermachen und Fire Emblem Warriors. Schon schwierig, das jetzt alles unter einen Hut zu kriegen. Aber ich bin da, Genbus Kopf. My prince, look over there! Would you look at that? I guess we've arrived. Whoa, it looks way older than the palace. Yes, it seems untouched by the ravages of time. That's it. Looks like a core crystal. Is that the Omega-Fessel? Yes. That's Ophion's control core. It was originally a conduit that I used to communicate with Ophion. We have to hurry. Yes, you're right. Well, can you fix it? Shut up. I'm sorry. Mithra? Whoa. In that case... Are we rising? All right, Prince. I've told Genbu to resume circling the Cloud Sea once he's done rising. Nice. Looks like we made it after all. Oh, great news! Oh, Tora was not look forward to becoming flat as Argentum monkfish. A job well done, eh? Hey, Rex. You can remove that thing now. So it was hidden all the way out here. What? No wonder we couldn't find it. I'd just been wondering whether it was time to make an exit. Thanks for saving me the trouble. Lovely to see that tedious woman isn't here to get in our way this time. Care to join me in a dance of death, Nia? I think I just threw up in my mouth a bit. Mean little girl. You've come for the feta, haven't you? Perceptive, kid. Condescending much? It's not like there's anything else here. You are so mean. Now, hand it over nicely would be the classic line, but no. I'm not letting you escape with your lives. For Jin's sake. Where are Jin and Malos anyway? There are a few things I need to ask them. Frankly, I don't think they've got much interest in what you have to say. Sure about that? Quite sure, yes. Not to interrupt the verbal sparring, but how do you plan on doing anything without your blades? We're no pushovers, you know.
Oh, we're quite aware of that. We just don't need them. You see? Explain yourself. Core crystals! They're blades? Worse. Flesh eaters. Bravo! Very good. We've had many an interruption in the past, but here that seems less likely. So let's go all out. You can try, but I assure you, we won't go down easy. I wouldn't have it any other way. Like I said, all out. Kein Ding. Ich mach erstmal Betroker weg. So, ich starte schon mal die Combo. Mach ich eine Licht-Kombo draus. Oh yes. Die Luft geschleudert. Jetzt hier nochmal eine Combo hinten ran. So. Danach kann ich mit Corvin nochmal schmettern. Ah, sie ist schon nicht mehr in der Luft. Aber trotzdem, schon besiegt. Oh, und Kernkristalle, auch ein paar seltener. Ah, ich könnte eine Feuerkombo machen. Ah, die haben gerade Klingenwechsel bei mir blockiert. Oh yes, letzte Aurora. Ah, fast alles ausgewichen. Oh, war das schwach. Das war traurig. Na komm, kann mal jemand ihn zum Schwanken bringen? Ja, okay, den letzten schaffe ich auch easy. Ich glaube, bei dem mache ich gleich einen Overkill. Gibt's ja auch immer nochmal bessere Drops und alles.
Oh, ich hatte gerade Stufe 4 fast voll. Warte. Jetzt. Okay, here we go. Rex, I'm with you. Burning sword. I'm sorry about this. Blade combo, third stage. Ja, diesmal hat's mal getroffen. Nice. Und noch ein seltener Kristall. Inconceivable! How could we? These rats! Warned you, didn't we? You mess with Thunderbolt Zeke, that's what you get. You brought this on yourselves. Anyway, this has gone on long enough. Nighty-night, chaps. Very much looking forward to interrogating you later. Here I go. Bring her on, Cap! Jin? Where did he? Seems they don't call you Thunderbolt for nothing. That's the first time I've ever missed a vital point. You bastard! Prince! Don't worry yourself. It's just a scratch, really. Jin, are you okay? Relax, he's not made of glass. Malos? Don't mind me. I'm just a spectator. He, on the other hand, insisted on coming here to settle a score. Jin did. Correct. You will give me both the Omega-Fessel and the Aegis. You just try and take them. I know you're strong, but there's no way we're giving you Pyra or Mithra. You have power, boy, but words do little. If you know what you desire, you will have to show it. Not with words, but with your own strength. Is that Jin's true form? What enormous energy. There's no change to ether energy of surroundings. That energy being emitted from interior of body. Just like our Pyra then. Where did he even keep all that energy? How about all that rage energy he's got all pent up inside? No, that's not it. It's... Watch out! Here he comes! Ja, macht er erstmal so eine Kingdom Hearts Transformation. Aber Level 46, einzelner Gegner, kein Ding. Oh, ich will nicht die Wut haben. No, ich will nicht einen Rückangriff machen können. Wo ist er denn? Eieiei. Oh, ich finde mal ein paar KP-Kapseln. Ah, okay, eine Kombo mit Wind starten ist nicht gut. Oh Gott, Zeitriss. Oh yes, KP-Kapseln, gib sie mir. Ja, okay, daraus habe ich jetzt gelernt. Keine Kombo mit Wind starten. Jetzt los.
With wounds like that, they're done for. It's their biggest weakness. Your struggle is pointless. My power gives me control over all elementary particles. Party what? This allows me to accelerate my body to the speed of light. No matter how far ahead you can predict, your movements themselves are limited. You are no match for me. Mithra! I'm still here. Rex, we have to slow him down. Match light speed with light speed. Got it. Okay. Here we go. We do it? Didn't I tell you? I can manipulate elementary particles. And the Aegis's attacks are nothing but a stream of particle energy. Particles that form it are too heavy to truly reach light speed. The result is obvious. Oh, no. Mithra's attack didn't... Jin. It's over, boy. Eat this! Ah! Rex! Pyra! These are... artificial blades! Of course. That's why you were at Banner's factory. You won't win so easily! Lady Morag! Whoa. You're quite a looker from up close. Killing you will be such a waste. Let me go! You pig! Stop it! I'm surprised you're still breathing. Relax. You'll be able to rest after I've pried that core crystal from your chest. I won't die here. I have to reach Elysium. I have to find the answers we're all looking for. What answers? In this world, there are no answers. Enough! I'm the one you want. Isn't that right? Leave them out of this. Aw, look. What a touching scene. Are you going to beg for their lives? No mockery, Mick. This is serious business. Put the sword away, Jin. If not, I'll... You'll do what exactly? I will... annihilate myself. What? You need me alive, don't you, Melos? You worked that much out, did you? Well done. But how would you make good on that threat? You don't have that kind of... Are you so sure about that? This is a shock.
I didn't think you had it in you. What's going on? She's controlling Mithra's artifice herself. She's controlling Siren through sheer willpower? Go ahead. I'll deflect it with my powers. Just like before. You could do that. If I used the particle cannon itself. But this is the targeting ray. It moves at the speed of light. And if I turn up the output just a little, that light alone has enough power to annihilate a single blade. You. One signal from me, and my body will be scoured from this world. Faster than you can blink. So, Jin? How unexpected. That you and Aegis would say something like that. So you'll do it. Open the gates to Elysium for us. Yes. If that is your wish. Don't, Hyra! They'll just... Jin? Very well. Hyra. Mia. Keep Rex safe for me. No. No way. I don't agree to this. I'm really sorry, Rex. Hyra? But why? Hyra! Look at the state of you. You hadn't even noticed. Your own blade has been wounded so deeply, and all you can think of is yourself. You awakened the Aegis. I thought you might have been different, but you're just a fool. A pitiful, childish fool. Byra! Byra!
Praetor Amalthus. What is it? I have a report to make regarding the situation with the Aegis in Tantal. Please, come inside. Yes, Your Eminence. So, Jin finally has his hands on the Aegis. It seems the boy wasn't good for much after all. Unless he can find what is lost. Your Eminence? Hector. Yes? Prepare the ceremony. At once, Praetor. Rex, still sleeping? It's 2 days now. His injuries were quite severe. The worst is over, but his body needs time to recover. He'd better get well soon, or... Rex? What's that? I'm leaving. But where will you go? Good question. Can't live on Gramps anymore. Maybe I'll head for Argentum. Rex, you... What the hell are you talking about, Argentum? What about Pyra? Do you know how desperate the situation is? Or have you finally lost it, you idiot? I know, okay? It's just... Just what? I'm done. Done? When I became the driver of the Aegis, her driver, I felt like I could do anything. But I was just kidding myself. All I've managed to do is hurt her. Again and again. So, I'm done. Oh, for crying out loud, Rex! She got herself caught to save you! I know. So what? So what? Those guys are way out of my league. I can't beat them. It's hopeless. I understand that now. She'll be safe with them. They're not going to hurt her like I do. So, I'm leaving. I've just been kidding myself all along. Me, a driver, in the end, salvaging is all... You bloody idiot! Hurts, yeah? But that pain's nothing compared to what Pyra must be feeling right now. She went with those bastards knowing full well how much it would hurt. For our sake, not hers. I get it, I know. But what do you want me to do?
I couldn't even slow him down. Even the Artifice's attack couldn't touch him. What chance do I have against a guy like that? The more I fight, the more Pyra gets hurt. She'll be better off without me by her side. Do you actually mean that? Do you not have the slightest idea how it felt for her to leave you? With me here, he'll suffer even more, lose even more. So maybe Rex is better off without me. Rex and the whole world, they don't need me. That's just how it feels. Pyra thought you'd be better off if she was dead. Did you know that? She is planning to sacrifice herself to defeat them. Huh? You drove her to this, but here you are, giving up! You said you'd get Pyra to Elysium, didn't you? You'll eat your words just like that! Hey, Mum, Dad, it's been a while. A ton happened, you know? I became a driver. And this girl is Pyra, my new partner. I know you'd love her. We're going to Elysium, Pyra and me. I don't know what's coming next, but you'll be watching over us, right, guys? Forget it. We'll rescue her on our own. This loser, he's not the Rex we joined up with. Let him go wherever the hell he wants. Come now. Let's not start fighting amongst... Let's give them a chance to work this out, shall we? You know, Nia quite right. Rex definitely not behaved like himself. Giving up after one loss? That not Rex I know at all. But... Now is not time for excuses! Poppy? Poppy is hurt to see Rex like this. Poppy and Master Pun are not real Blade and Driver. So Poppy and Master Pun looked up to Rex lots. Rex worked very, very hard to get this far. When Rex tries hard, Poppy and Master Pun try hard. Rex like bullseye we aim for. Without Rex, we not know which way to go. So please, Rex cannot give up and stop here. Poppy. My prince? Chum. Huh? My old man wants to see you. Time to go. Fand ich schön, wie jeder einmal Rex eine verpassen durfte. Und auch sowas. Was ist sein Problem? Das ging schnell. Und hallo nochmal, Lütke. Oh nee, das Ende ist, glaube ich, noch ganz weit weg. Sind jetzt Kapitel 7 und ich glaube 10 gibt's oder so. When did it get so late? Treasure acquired. Stop and rest when we're having so much fun. So. Oh Gott. Ja. Bahanen. Was ist denn los? Ich blick nur gerne von hier oben auf Theosor herab. So einen Ausblick findet man sonst nirgendwo. Kein weiteres Wort mehr. Ich weiß schon, was ihr von mir wollt. Ich, der beste Handwerker in ganz Allrest, soll euch Ausrüstung aus Liebwig-Buck-Materialien anfertigen. Nun gut, ich gehe nun nach Hause, sucht mich dort auf, sobald ihr Buckhörner gesammelt habt. Doch wehe, ihr lasst mich lange warten. Ein hoher Meister.
glaube, ich habe keine Burghörner oder sowas. Nee, noch nicht. Deswegen später. Ich Zeit und Bock habe für Nebenquests. Aber ich weiß nicht, ob ich gerade Nebenquesten will, wenn ich Pyra jetzt gerade nicht im Team habe. Also sollte ich da erstmal wieder dafür sorgen, dass sie zurückkommt. Außerdem bin ich gespannt zu wissen, was der König jetzt von mir will. Der sich bisher nicht sympathisch gemacht hat. Are you all right to be up and about? Yeah. I'm all healed up. Sincere apologies. If I hadn't attempted to destroy the Aegis, they would never have... If you'd done nothing, they'd have come for her anyway. You're not to blame, Your Majesty. It's... my fault. 500 years ago, this kingdom was rent in twain. Some followed Adam, who sought to live with blades and titans as equals. Others opposed him, preferring to consider humans as the masters and titans as our tools. When Adam returned to the ether, his rivals seized power, leveraging the power of the Omega-Fessel. They declared themselves the Tantalese royal dynasty. Claiming they were the hero Adam's descendants. Precisely. My ancestors merely used the name of the beloved Adam in order to win over the people. Before long, we resolved to protect ourselves from meddlesome foreigners by descending deep into the Cloud Sea, taking the dirty secret of our family's lineage with us. The Praetorium, for their part, did not protest. Can you guess why? No. They offered to stay silent in exchange for a certain resource. An annual tribute comprising a fixed quantity of core chips. I have something I wish to show you. What is it? What is this? This is Genbus' ether flow. The Titan draws in the fabric of the Cloud Sea and uses it as a source of energy. This energy flows throughout the Titan's body in the form of ether. Refining and crystallizing this ether creates core chips. This process is what you see before you. So, in other words, you're siphoning away a portion of the Titan's energy. Our cold climate and poor harvests, they are the unfortunate side effects of this process. I think I'm beginning to understand. Core chips are vital to every nation's military and energy policies. The Praetorium desired this power. How come? Allrest at the time was in crisis. But for the Praetorium, it was a precious chance to expand their sphere of influence. So they missiled in. As a result, Tantal fell into a chronic energy shortage. Then, well, you saw for yourselves. Near frozen earth, failing crops, the Tantalese people are forced to live in abject poverty. So why not just leave the Cloud Sea? Genbu can move, right? Just go somewhere warmer. They fear contact with other nations. Too afraid it might expose the truth behind the legends they spun about Adam. That would explain their isolationism. Indeed. That was 5 centuries ago. Now the Aegis has awakened. The Praetorium is demanding we hand over the Omega-Fessel. They are
threatening to reveal our secret if we do not acquiesce. Indollar? Threatening you? I get it now. That's what was in that letter. Enough was enough. I couldn't stand by and let the Tantalese people suffer any longer. Therefore, I made a decision. And that's why you... Yes. I knew there was a chance that the Praetorium would use the Aegis against us. But if I could neutralize her power, perhaps we would stand a chance of opposing them. And perhaps by saving my people from poverty, I could absolve the sins of my forefathers. You didn't think about using the Aegis's power yourself? Wielding such power is beyond my means. I am under no illusions. However, does the same apply to you? I felt something. When I looked in your eyes, I knew. Perhaps you are the one to whom we can entrust the Aegis's power. Father? In the end, it seems I only managed to make things worse. I can blame nothing but my own judgment. This tome records the deeds of the hero Adam. According to this, he saved the world from destruction using a white sword, and then disappeared, along with a red sword. White and red? It must mean Mithra and Pyrrhus swords. Whoever wrote this must have had a personal connection to Adam. And, most curiously, after Adam disappeared, the author of this book went looking for something. Something? The third Aegis sword. There's a third? Apparently, this sword was as transparent as diamond and gave off a clear, brilliant light. But Adam went his whole life without using the sword. In fact, he could not use it. What do you mean, couldn't? The sword was simply too powerful. Even he, the legendary hero, could not contain the power it commanded. And thus, fearing its power, he sealed it away somewhere. The author therefore surmised that this sword alone was the one true sword of the Aegis. Now, Rex, you were defeated by Jin. Doubtless that man is a powerful warrior. But even so, can this be right? Can the Aegis herself truly be outmatched by a single opposing blade? Would it not make more sense to presume that you lost because you have yet to unlock the true power of the Aegis? You mean... I'm the one who's been holding them back? Your Majesty, where is that sword? We have to find it somehow. We have to find that sword and rescue Pyro and Mithra. Regrettably, the book does not specify the sword's location. But there must be. However, reading between the lines, it seems the author suspected that the sword lies somewhere in Leftheria. It's not much, but that's where I would begin the search. In Leftheria? Are you ready? Huh?
Are you ready to do what it takes to be their true driver? Gramps? Well, are you, Rex? Yes! Of course! I'm going to be the driver that Pyra and Mithra deserve. And then, I'm gonna take them to Elysium. Then come with me. I'll show you the way. My son. Yeah? I have a favor to ask of you as your king. Well, that's a first. Are you feeling okay, old man? Maybe you're coming down with something. The Aegis needs... No, rather the boy needs protection. You mean Rex? Yes. I saw something in that boy's eyes. A light that must never go out. Steady on, old man. People get the wrong idea. Fine. Leave it to me. Thank you. Nah, it's not like I wasn't gonna go with him anyway. You really can't judge a book by its cover. Who'd have thought that sweet-looking girl would threaten to destroy herself? Didn't she realize taking her own life would mean the boy died too? Oh, she knew exactly what she was doing. The whole thing was a bluff then? No, not at all. The reason she gave her core crystal to the boy was to replace his heart after Jin put paid to it. An Aegis core encodes the blueprints for all life. She took advantage of that. Incredible. I had no idea such a thing was possible. Aegises truly are a breed apart. Cores are constantly accumulating data about the outside world. The fact that their injuries are mirrored is a result of their twin cores exchanging information. If you wanted to be poetic about it, you could say that their very lives are intertwined. But there's nothing to stop her from severing that link. What do you mean? Before issuing the kill order to the artifice, she would have transferred the remainder of her core to the boy, letting him live on, heart complete. An Aegis can survive for a short time without a core crystal. Don't ask me why. It's just how we were made. So that's the reason Jin agreed to her terms. He couldn't care less about the boy. But he wasn't about to lose this one. Simple as that. Komm, mir nach, Rex. Zuerst müssen wir zurück nach Fonsett. Zurück nach Hause. Red ich so undeutlich? Ja, nach Hause. Den Rest erkläre ich dir, wenn wir da sind. Komm. Okay. Kehre zu den Lefterischen Inseln zurück und sprich am Tor von Fonsett mit Opa. Ja, das mache ich mal. Was habt ihr beiden nochmal zu sagen? In Tantal singt man Kindern keine Schlaflieder. Stattdessen erzählt man ihnen von den Heldentaten Adams. So sind wir uns alle schon von klein auf der Gefahr bewusst, die von der Aegis auszugehen droht. Wir fürchteten, dass ihre Rückkehr Tod und Zerstörung über die Welt bringen würde. Doch nun erkennen wir, wie sehr wir uns geirrt haben. Ihr rechtmäßiger Platz ist an eurer Seite. Ihr müsst sie dem eisernen Griff der Torna um jeden Preis.
Entreißen. Hip. Oh Gott, erstmal schaffen. Ich habe euch etwas Schreckliches angetan und dafür möchte ich euch um Vergebung bitten. Das dritte Aegis-Schwert, das die wahre Macht der Aegis entfesselt, muss in Lefteria verborgen sein. Die Macht der Aegis soll fortan in euren Händen liegen. Okay. Weiß ich gar nicht. Brauche ich bis dahin Ersatzklinge? Ja, komm, ich nehme mal. Was habe ich denn hier Schönes? Ach, ich nehme... Ja, ich nehme sie jetzt einfach mal rein. Warum nicht? So, auf nach Lefteria. So, und Insel Fonsett. Irgendwo da, irgendwo da. Hier ist auch nochmal eine Nebenquest, die nehme ich schon mal an. Einfach, dass ich sie habe. Rex, wir haben deine 58.954 Gold bekommen. Vielen Dank. Das Gold, das du immer schickst, macht uns wirklich das Leben leichter. Bist du sicher, dass das nicht eher an die 90.000 Gold waren? Nein, nein, ich habe den Betrag noch genau im Kopf. Es waren 58.954. Da fehlen ja über 30.000. Vielleicht hat jemand etwas von der Sendung abgezwackt. Meinst du wirklich? Ich hatte mich schon gewundert, was das für ein schiefer Betrag war. Da fällt mir ein, als ich den Schmorwolken-Meerhai geschickt habe, musste ich auch eine saftige Gebühr zahlen. Hört sich an, als sollten wir uns die Sache mal genauer ansehen. Vielleicht weiß Max, der Kurier in Agentum, etwas darüber. Dem habe ich nämlich 90.000 gegeben, damit er die hierher schickt. Das ist ja gemein. Vor allem ist es ja nicht mal wenig, was die sich da abgezwackt haben. Aber gut. Habe ich hier eigentlich schon alles aufgekauft? Moment. Das habe ich aufgekauft und das habe ich aufgekauft und die 3 Sachen, warte mal. Ich glaube Gemüse hier fehlt, ne? So, muss ich einmal Winterkartoffelsalat kaufen. Dann wieder raus, dann wieder rein. Ah, du erhältst 10% mehr Gold im Kampf. Nice, nehme ich. Langsam geht mir aber auch mein Gold aus. Hier ist ein Harmoniegespräch. Halt. Hier hinten. Ach so, ja, da muss ich irgendwie ein bestimmtes mithaben und ich weiß gerade nicht wen. Das hatte ich letztes Mal schon mal gesucht. What are we doing here? Did you know Fonsett has another name? Huh? Hero's Rest. Hero? As in? Indeed. Fonsett village was founded by Adam himself at the end of his travels. After the war, Adam charged me with protecting the village. Was this village really that important? What do you think I was protecting? You mean it's... Follow me. Oh, da hinten habe ich sogar eine Nebenquest, die ich schon seit Ewigkeiten nicht angenommen habe. Die hier noch so sneaky annehmen? Nee. The village guardian? Just looks like a stone pillar to me. They say that the village's guardian spirit dwells within. Gramps, what are we doing here? Rex, try turning the stone tablet clockwise. This?
This crest, it's... I've seen it before. Place your hand on it. Here goes. What's this? This passage leads into the very center of the archipelago. There lies the cavern known as Spirit-Crucible Elpys. That's quite a name. This entrance and the gate of the Spirit-Crucible are sealed in such a way that only a Leftherian can open them. Ah, so that's why Jinn needed me back then. When Adam founded this village, he hid something deep within the body of the Titan that forms the archipelago's center. You mean the missing sword? I don't know how word of it got out, but many were led here by rumors of the legendary sword. More than a few have entered the Spirit Crucible, but none have ever returned. Is it really that dangerous? Adam wanted to ensure that the sword was securely sealed away. He put many measures in place to stop it falling into the wrong hands. Only the hands of someone worthy. Adam said that taking this sword would be the mark of the Aegis's true driver. The true driver? What do you say, Rex? I'll do it. No. I have to do it. Every moment we waste, Pyra and Mithra could be... Then you're ready for what lies ahead? If you hadn't interfered back then, neither of us would have had to go through all this. Now then, time to take back what I lost 500 years ago. How he's still alive with his crystal in that state? Seriously? It's not normal. The Aegis is the master blade. The first blade the architect forged. Malas can do things we can only dream of. And how's he going to restore his core exactly? He'll extract the data he's missing from the core of the other Aegis. Then all his power will be restored. Okay, so what will that do to her? Well, if she's lucky, she'll live. As an empty husk, that is. Rough deal. Malice doesn't hold back, huh? Don't blame me for this. It's our father who made us this way. But don't worry. Once I meet him, I'll get the answers we're after. I need to know why we're like this. In any case, this world only needs one Aegis. Don't you agree, Pyra?
Okay, folge dem Weg, der sich beim Schutzgott des Dorfes aufgetan hat und betritt den Seelentiegel Elpys. Ah, und die Nebenquest muss ich gleich nochmal annehmen. So, gib mir das alles. Irgendwas Seltenes war noch dabei. Sehr schön. Dragant. Fängt nun das Spiel richtig an? Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, über die Hälfte haben wir schon. Bei den Ellbogen des Titan, was soll ich bloß tun? Was nur? Oh weh, mein armes, altes Mädchen würde sich glatt im Grabe umdrehen, wüsste sie davon. Wenn es doch nur ein paar tapfere Burschen gäbe, die einem alten Knaben wie mir helfen könnten. Oh, ihr seht mir nach ein paar fähigen Gesellen aus, habt sicher ordentlich Mumm in den Knochen. Ob ihr wohl einen kurzen Moment eurer Zeit für einen alten Mann in Not erübrigen könntet? Man hat mich nämlich überfallen. Mein wertvollster Besitz, geklaut von einem widerwärtigen, sabbernden Monster. Bin heute Morgen wie üblich den ganzen Weg hier hochspaziert. Doch dann rums, da ist es passiert. Ging alles so schnell, konnte nicht mal erkennen, wie das Monster aussah oder in welche Richtung es rannte. Mein liebstes Erinnerungsstück an mein altes Mädchen, fort. Hat es bis zu ihrem Tode bei sich getragen, die Gute. Würde ihm ja selbst nachjagen, aber meine Knochen machen da nicht mit. Das verflixte Alter. Oh, ihr wollt euch also auf die Suche machen? Mutig und hilfsbereit, das lobe ich mir, ich danke euch. Hab ja schon gesagt, dass ich das Monster kaum erkennen konnte. Aber seht euch ruhig am Ort des Überfalls um. Vielleicht findet ihr dort was, das euch mehr verrät. Ich drücke euch meine morschen Daumen. Kein Problem. Ich muss ja nicht wirklich in jedem Satz mir aufs Auge drücken, wie alt er ist. Nein, nicht aktiv setzen, mal alles später. Sieht er auch so alt aus? Geht, ich finde, sieht doch recht fit aus. Soll man nicht so rumjuckeln. Oh, hinterlassene Spur. Beobachtungsgabe und Konzentration habe ich, glaube ich, auch am Start, ne? Ah, Konzentration hat halt, Pyra. Nein. Aber warte. Ach komm, Schatz. Das ist mir gerade, glaube ich, nicht wichtig genug. Hauptquest! Mach das, wenn Pyra zurück ist. Kann ja nicht die Aegis hier irgendwie alleine rumpimmeln lassen. Das macht mich nicht glücklich und sie auch nicht. Joe Mac, what are you stumbling for? Sorry, my lady. I've been feeling a little dizzy. You too? You too, Lady Bridget? Yes, for a little while now. Though I'm still capable of standing. Hey, same here. What's up with this place? It's kind of creepy. What is going on here? I feared as much. Gramps, you knew this would happen. The tales say that Spirit Crucible Elpys saps the strength of blades. It's one of the reasons why none have ever returned from its depths. I say. Ether flows scarce in this area. That may be cause of problems. Like that time in the Tantalese Palace? That not only thing. Glowing particles in air. They absorb ether. That is source of light. So not only do you have less power, the power you do have is being absorbed. Well, that's jolly tragic. You all right, Poppy? Poppy just fine. Poppy never better. Of course. You're an artificial blade, ain't you? Das ist die Frage, ob ich dann Poppy reinnehmen sollte ins Team. Oder ob das überhaupt eine Rolle spielt, ob es hier Kämpfe gibt, das weiß ich ja gar nicht. Krawallbiss, okay. Leichental. Oh, das ist ein Fliefy oder sowas. We have to cross that? Yes. But we must proceed with caution. Once we enter, the blades will be sapped of most of their power. If they run out of energy, they might be forced to return to their core state. And there's a chance they could never be reawakened. Pandy, you'd better just stay here and guard the fort. Why just me? Don't you want me? Don't ask dumb questions. You know very well why, don't you?
If I'm staying, you ought to stay. I'll be fine. When am I ever not? If you're going, I'm ordering you to stay here. Is there something wrong? Pandoria was just agreeing to stay behind. Nuh-uh! I'm going with you! We made a promise, didn't we? Don't you dare say you've forgotten! I go where you go. End of story. Fine. My lady. I'm fine. We can't give up now we've come this far. Don't. I know what you're gonna say. I understood. I don't know what's in there, but apart from Tora and Poppy, we're all going to find our abilities severely weakened. Be careful, Rex. Yes. Healing arts are going to be less effective too. One nasty wound and that'll be the end of you. Yeah, I get that. Tora, Poppy, we'll need you on the front line. You got it, Rex! Poppy is artificial blade, so request is very extremely not a problem. Technology save the day! 3 cheers for Nopon Know-How! Where are Poppy's cheers? Thanks, guys. Okay, den Wink habe ich verstanden. Ich pack Poppy mal ins Team. Oder Tora. So. Ich kann Rex sogar rausnehmen. Nee, ich glaube. So stelle ich das auf. Ha! Meh. Meh. Mag ich. Was haben wir hier Schönes? Just take a peek In here. my experience, Das bricht doch. Nicht? Ich glaube, wenn ich darunter falle, bin ich tot. I adore fishies. So shiny and cute. Ja, zum Glück haben wir wieder den Luxus, relativ gut gelevelt zu sein. Also die meisten Gegner kann ich ja einfach wieder auslassen, damit wir schön mit der Story vorankommen. Just take a peek in here. my experience, Ein Frostsaphir. are you all right? Never better. I'm right as rain. The deeper we go, the thicker these particles get. You can still turn back. Thanks. Your concern is touching. Worry about yourself, yeah? I can look after her. Zeke, you don't look so good yourself. Is something wrong? Huh? Oh, yeah. I didn't think it was worth mentioning, but, How did you get that? I told you about the time I almost bloody died, right? My prince! Zeke! Not like this! Not here! Not far now! Just a little further! You can do it! Just leave me. Go on without me. No! If you die, I'll turn back into a core crystal! I don't want to forget everything! Bandy, I'm sorry. I hope your next driver is better than me. I don't want another driver! You're good enough! Prince! Zeke!
I refuse to forget our 10 years together. It's not going to happen. I'm not letting you die. Here. Bandits? Sucks. I don't want to be a bandit's blade. But I guess I won't remember anyway. Prince? Prince? Fear not. He's going to be fine. You saved him? The fact that you're alive is proof of that, is it not? I had to transplant part of your core crystal into his heart. His wounds were grave. It was the only way to save you both. I'm sorry. It's all my fault. Actually, I'm glad. What? Why? Knowing that a part of me is keeping you alive, I don't know, it's just nice. Pandy. What is it? They do that? In Indol? I guess you and I are more alike than you thought, chum. Though mine was just a surgical procedure. You make it sound so simple. I'm still trying to wrap my head around it. You know the people of Indol can trace their roots back to Judicium. Judicium? The creators of that Titan weapon thing from Temperantia? Yeah, them. They carried out experiments, fusing blade and human cells, creating flesh eaters. So, those practices persist in Indol? Hey, so they took advantage of blade regeneration and patched me up with Pandy's core crystal, right? Since I have part of her core in me, I'm a blade eater or something. A blade eater. That's right. That's gotta be why this place is getting to you, too. It's all good. Let's just push on. Oha, der nächste Punkt ist aber weit weg. Oh Gott, wie dramatisch. Ein paar Asseln sind hier. Bin langsam skeptisch, dass wir es schaffen, die Aegis noch heute zu retten. Aber ich gebe mein Bestes. Meiner Weg erscheint mir zumindest relativ linear. Also kann man nicht viel falsch machen. Der Lavi-Strom. Ja, ich gehe mal hier lang. Komm ich da irgendwie hoch? Ah, dahinter ist so eine Barriere. Das heißt, da ist wahrscheinlich so ein Ultra-Gegner versteckt. Die sind dann immer irgendwie, weiß ich nicht, Level 130 oder sowas. Also,
Das ist was ich nicht jetzt machen muss. Stopp. Was ist hier los? Ah, kein Klettern. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das der gute Weg ist. Eieiei. Okay, jetzt ging's richtig schnell. My lady. For the last time, I'm fine. Why don't you just worry about yourself? But... You got to admire Shaled over there. He just put it right out there. Hmm? And here I am. Dromark. I'm gonna put myself to the test. Right here. I've decided. My lady. Very well. This mist makes me feel like I'm swimming through the cloud sea. This mist is produced when a fossilized Titan body reacts with the atmosphere. It's why it's so hard to breathe down here. Nia? What now? Are you in pain? I'm struggling to breathe like everyone else. And I'm a little dizzy, that's all. Oh, right. When that happens, it's best to just try and empty your head of all thoughts. What? It's an old salvager trick. When you swim down deep, it feels like your head's going to implode. You just go with it, don't fight it. Then you stop noticing the pressure. Why not give it a go? Empty my head, eh? You mean I have to start acting as daft as you? Tall order? Hey, that's not very nice. Everyone! Over here! Tora, think this way, lead down! It certainly doesn't look like a natural formation. Maybe it was grave robbers. There's not too much worth stealing round here. Well, apart from... Whatever it was that Adam hid down here. Just a guess. It's possible that Jinn and his accomplices have been here. Then, they found out about the sunken ship and went to Argentum. Still just a guess, but a pretty good one. Then there won't be anything left to find, will there? Sheesh. Well, if that was the case, then you'd expect them to already have the third sword. But they clearly don't have it. No, I do not think Adam would let the sword be so easily found. No point in worrying. Let's just press on. Winkel der Grabräuber. Uiuiui. Oh, hier gibt es eine Abzweigung. Hey, look what I found. Aber ein Reisepunkt, das ist natürlich auch schon mal sehr schön. Weiß ich gar nicht. Wo ist das? Bunga der Faulige. Will ich das? Nee. Will ich? Krieg ich Damage, wenn ich da in dieser Suppe drin bin? Weil ich hüpf da mal rein. Das Ding ist, jetzt spiele ich halt mit Tora und ich kann nicht viel reißen mit ihm. Und Rex hat das Umwerfen einfach völlig ignoriert gerade. Mal gucken, wie das Kombo-Potenzial jetzt ist. Okay, Special Nummer 2.
ganz viel Glück funktioniert das. Was ein bisschen schade ist, ist, dass Toro halt aktuell nur 3 Klingen hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich das später nochmal ändert. Ah, schade, sie hat Verheerung nicht rechtzeitig vollgekriegt. Na komm, machen wir mal eine Angriffskette. Irgendwie, nee, ich kann im Kampf meinen Charakter nicht mehr wechseln, ne? Das wäre natürlich richtig schön. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das was wird. Ich hätte einfach Rex spielen sollen, wie immer. Oh, Nia muss mal heilen. Hat er sich gerade geheilt? Und irgendwas bei 14.000 oder sowas. Auf jeden Fall ekelhaft viel. Na komm. Nochmal eine Angriffskette rauf. Feuer natürlich. Dann hoffen wir, ob Verheerung diesmal wieder rechtzeitig voll wird. Ich glaube nicht dran. Oh, die Kapsel einsammeln. Yes, umgeworfen. Oh, komm, wenn Verheerung jetzt voll wäre. Ah, warte. Ich kann eine Angriffskette machen. Oh, das klappt auch. Das überlebt er nicht. Komplette Vernichtung, sehr schön. Yes. Sehr schönes. Seltene Kernkristalle. Ja, Stachelschutz und all sowas. Ja, ich konnte einfach nicht anders. Ich musste gegen ihn kämpfen.
Oh, ich komme hier nicht ins Menü, weil ich hier die ganze Zeit Schaden kriege. Ich muss also unbedingt aus dieser Kacksuppe raus. Müssen wir mal schauen, ob ich das am besten kann. Hier nicht. Kann ich nicht hier irgendwie so knusprig hochspringen? Ja, das war auch gut. Und das ist auch das Ziel. Wenn ich jetzt hier links rum. Oder ich. Wind? Ach, das ist weiter über mir, oder was? Aber wo ist denn der Weg hoch? Mal schauen. Ah, da unten bei dem Geschnörkel geht es dann wahrscheinlich hoch. Ich wechsle mal die Charaktere nochmal aus. So. Ich glaube, da fühle ich mich wohler mit. Oh, ein Schatz. Was ist das denn für ein Vieh? Let's clear this up quick. Opening protocol engaged. I've got it all under control. It is good to Yes. dwell on the past from time to time. Zwielichtborre. Süß, wer das verteidigt. Völlig umsonst. Mal, von da kam ich jetzt gerade, also hier lang. Spiralgang. Geht's da auch runter? Ja, sieht tödlich aus. Aber das hier wiederum sieht aus wie so eine Stelle zum Klettern. Nee, ich lasse es. Ist vielleicht nicht so gut. Ja, hier lang. Oder da? Nee. Warte mal. Kann ich auch hoch? Oh Gott, nee, echt. Oh, so ein Scheiß. Oh, nee. Weil ich gierig war. Oh, was ist das? Vielleicht doch gut, dass das passiert ist, sonst hätte ich das vielleicht hier nicht entdeckt. Wie immer am Tieffallen. Okay, jetzt bin ich hier oben. Ja. Denn hier irgendwas? Man muss jetzt den ganzen Weg irgendwie hier rumgehen. Ach komm. Ach jetzt nicht. Nee, das finde ich scheiße. Nee. Welchen Grund kam ich jetzt hier hoch? Oder habe ich irgendwas übersehen? Wahrscheinlich hier runterhüpfen, oder? Ja, jetzt bin ich wieder beim Spiralgang. Diesmal versuche ich nicht so gierig zu sein. Da unten ist doch jetzt, hier ist auch irgendein Level 80er Vieh, ne? Ne, hier kann man einfach wieder runterfallen.
Nee, das bringt nichts. Das will ich auch nicht. Gott, überall die Viecher. Ein Lauerschlängel. Süß. Gierig ist okay. Dann bin ich ja beruhigt. Bah. Diese Herr der Ringe Höhle. Rex? We've come a long way. I think it's time for a break. What? But... Hold your horses. There's a long way to go yet. Hey, you two near. Come rest your head on my lap if you like. Why don't you rest your head in your ass? I'm sorry, everyone. I had no idea. There's no need to apologize. I understand. Poppy, now is good time to cool drive furnace. Aye, aye, Master Pawn. Hot. Master Pawn, Poppy is sorry. Huh? Emergency air. It might help. Oh, thanks. Oh, not like that. You have to hold your nose and then inhale really deeply. Now stretch out and puff out your chest. Is this another of your salvager tricks? Go on, just try it. Whoa, that really did the trick. Right? When I was starting out, this was one of the first things the other salvagers taught me. Even though they acted like my parents, they never really taught me anything worthwhile. I did manage to pick up a couple of useful tricks, though. Parents. Blah. My dad was real enough, but I can't say he really taught me anything either. He was a well-known lord in Gormott, a real big cheese. He made me study hard, but it was all how to be a proper lady, which fork to use. Nothing that's doing me any good now, just useless shite. You were some kind of high society princess? I can't picture it. Shut it, you. I hated studying. But, looking back, those were the happiest times of my life. There was my dad, and my big sis, the three of us. You had a sister? Yeah. She was very frail. I spent a lot of time at her bedside. My dad brought doctors from all over to try and help her. He tried so hard. It was all he thought about. After that point, my memories aren't so happy. Nia? Dad spent all his money on chasing a cure, and lost his position as a lord. From then on, we became drifters. It was a tough life. It took its toll on my sister. She died not long after. Anyway, I'm sorry for talking your ear off. Thanks for the salvager trick. It really worked. Sneaky git.
If you had this all along, why did you hold out on me? I feel much better. Shall we go, Rex? Kaverne von Elpys. Okay. Ach, du ahnst es nicht. Muss auf jeden Fall weiter runter. Da ist wieder so eine Barriere. Oh Gott. Ah, nee, so wird das nichts. Da aber auch. Weiß ich aber nicht, ob ich oder wie ich das hätte machen sollen. Aber ich glaube, jetzt habe ich es eh schon verkackt. Na ja, gut. Ach, guck mal, hier kann man auch runterklettern. Ja, aber da komme ich so nicht rüber. So. Muss nur noch runterkommen. Ach, schon wieder Elden Ring Flashbacks. Oh Gott. Ah, Mist. Hab's verkackt. Ah, okay, wenn, dann müsste ich jetzt eh näher hochhelfen. Ach so, wahrscheinlich kann ich nur Stufe 1 machen, weil ich ja hier geschwächt sein soll, ne? Das hatten wir ja gesagt. Und nur Tora hätte das Problem nicht. Und ist das wahrscheinlich die Art und Weise, wie ich hier geschwächt bin in der Umgebung. Oh Gott. Ja, Tschüssikowski. Drecksvieh. Ja, okay, dann nehme ich hier doch. Erstmal Klingenpartner, zweimal Wasser ist vielleicht auch zu viel des Guten. Irgendwas anderes. Ja, hier kann ich auch ein bisschen heilen. Und genau, dann nehme ich Tora hier rein. So. Das wird gar nicht mehr. Genau, da musste ich lang. Warte mal, ich kann ja von hier rüber. Den Sammelpunkt benutze ich mal. Yep. Aha. Was ist da hinten für ein Vieh? Oh, eine Schatztruhe, ne? Das ist nur Level 45. Will bestimmt nicht kämpfen. Aquamarinsplitter. Will mal hoffen, dass der irgendwie cool ist, aber prüfe ich später, nicht jetzt. Ja, komm. Ah. Bösartiges Miasma. Altes Wissen habe ich, aber Dunkelelement. Krieg ich aber hin. So, Klingenpartner. Erstmal gucken. Er hat kein altes Wissen. Dann nach Element. Irgendwo ist ja auch dunkel. So, Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1. Stufe 3. Guck mal, das ist doch schon mal gut. Und sie hat doch auf jeden Fall See. Genau, so kriegen wir es hin. Aha. Unreines vertrieben. Und ich sehe einen Scheiß. So, hier mache ich den Weg auch nochmal frei. Schon mal dabei bin.
Okay, jetzt die Frage, wo mich das hier hinführt. Bestimmt mündet das in irgendeinen ganz schrecklichen Kampf. Aber einen Schatz haben wir nochmal. Treasure acquired. Das ist ein normaler Level 47er, das ist okay. Lichtrückstände, ah. Ja gut, jetzt brauche ich noch irgendwen mit Feuer. Zack. Klingenpartner. Element. Feuer. Kein, der das stärker kann. Da 2 reichen, ne? Wenn ich das richtig gemerkt habe. Ja. Boah, schon viel besser. Come out, come out. Leave it to me. I know more than I let on. So, aber jetzt will ich meine Klingen wieder geordnet haben. Klingenpartner und Gorg ist da. Bei wem habe ich noch getauscht? Bei ihr habe ich getauscht und hier ist Ursula. Genau. I hope, at least. Okay, wo führt mich das hin? Ah, und da unten war... Das war das Bossvieh, ne? Wow. Ich will es nochmal probieren. Diesmal habe ich ja auch Rex und so dabei. Ansonsten kann ich mal irgendwas in die Tasche packen. Mal. So, einmal das und... Dann nochmal das hier rein. So, du kriegst auch irgendwas Schönes. Und du kriegst das. Hoffen wir das Beste. Okay. Warum hat Tora nur 1 KP? Was zum Teufel ist da passiert? Ey, ich habe keine Ahnung. Das ist doch scheiße jetzt. So, erstmal hochhelfen. Das Gute ist, mit Ardenin kann ich jetzt halt auch zwischendurch mal ein paar KP-Kapseln beschwören. So, und der mag Wasser nicht. Das ist schade. Also aktuell zumindest. So, ich muss KP-Kapseln generieren. Jetzt. Ich hasse sein scheiß Schild. Okay, Nia, du musst heilen. Oh yes, schön, dass mit der KP-Kapsel hat geklappt. Aber man merkt das direkt, dass die Kombos nicht mehr möglich sind in dieser Höhle. Das ist schon nervig. Das Ding ist, ich könnte jetzt halt die Angriffskette machen, aber dann kann ich nicht wiederbeleben, wenn ich eine Bredouille bin. Das ist dann vielleicht auch zu gefährlich. Es ist auch ein bisschen blöd, dass die Charaktere nicht so klug sind. Also sie rennt zum Beispiel jetzt einfach in diese Giftsuppe rein. Das ist super scheiße. Oh, Tora liegt jetzt hier auch.
Ja, 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 ich bin gleich tot. Komm, Kapsel. Wo ist sie? Keine Ahnung. Sonst wo gelandet. Mann, geh aus der Scheißsuppe raus. Das ist doch bescheuert, ey. Ohne Scheiß. Beleb mich, beleb mich, beleb mich. Dankeschön. Ja, Nia bleibt einfach drin stehen. Das ist jetzt ihr Leben. Ihr ist ja auch egal, ne? Oh. Die KP-Kapsel. Gott, ich hasse ihn. Ich merke auf jeden Fall, dass Gorg mit Abstand der stärkste gerade ist. Im Kampf generell. So, gib mir eine KP-Kapsel. Ich brauche sie. Nia braucht sie. Hab's verkackt. Ja, aber er es geblockt hat, ne? Oh, super, kann gerade eine Heilung durch. Und zum Glück habe ich wieder ein bisschen, ach scheiße, ich hätte den Wasserskill machen sollen. Gott, wie ich ihn hasse. Ich hätte jetzt Bock, die Angriffskette auszulösen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es reicht nicht, um ihn jetzt zu killen. Das wäre hardcore ungünstig. Jetzt so kurz vom Ziel, nur weil ich greedy bin, es zu versauen. Ah, da hinten liegt eine KP-Kapsel, da komme ich aber nicht hin. Ah, super, die haben es eingesammelt. Nice. Oh, wenn jetzt einmal eine Heilung durchkommt, dann benutze ich die Angriffskette. Ah, jetzt, ja, okay. Dann müsste ich schaffen. So. Yes. Oh, ätzend. Hast du Technikheilung für deine Klinge oder eine klassische Medaille für deine Charaktere? Saphir oder Vogeltotem halt auch. Bestimmt habe ich irgendwas davon. Aber ich muss generell mal deren Equip regeln. Aber für den Kampf hat es jetzt gereicht. Das Problem ist ja auch einfach nur, dass man hier geschwächt ist in der Umgebung. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, nein. Ich muss immer noch weiter runter, ne? Wohin das? Das überlebe ich, oder? Was meint ihr? Oh, 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 vielleicht kann ich da auch ranhüpfen. Ha! Da unten fliegt irgendeine richtig große Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, ein Reisepunkt. Technikheilung macht er nicht, benutzt eine Technik und das heilt mich, oder was ist das? Looks like the only way through is by force. Poppy! Incendiary barrage! Roger, Roger. Whoa, stop, stop, stop! You want to bring the whole cave down on top of us? It was joke. Poppy has no such weaponry. That wasn't funny. Oh.
Does this also have something to do with your connection to the Aegis? No idea. But look. No footprints. We're the first people here. Then there could still be hope. Okay, heilt 3,5% KP bei Einsatz einer Meistertechnik. Das ist natürlich ganz gut, aber jetzt die Frage, Meistertechnik, ist das nicht normalen Specials? Sind das diese Elementar-Specials oder ist das wirklich der ganz normale Skill-Move? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ach, Schüler. Gott, wie ist das eine lange Stage, ey. Hopp. Ah. Damage, was ist das denn? Parisax. Oh, der ist groß. Ein Dorial-Parisax. Und auch noch mal ein scheiß Spinnnetz. Okay, Feuer und Wind, jeweils 2. Das ist machbar. So, fangen wir mit Feuer an. Jemand, der das auf 2 hat, wird ja wohl möglich sein. Da. Und Wind. 2. Da. Mann, das ist immer so umständlich alles. Oh Gott, das sieht aus wie so ein Bossraum gegen Ragnar Kardaki oder so ein Scheiß. Genau, ihn wieder rein und ihn wieder rein. Die Halle der Entbehrung. Oh. Okay. Kaiserin Spinnen. Aber die hat keinen Bock auf mich. Sehr schön. Oh Gott. Zaubernde Malerin. Nee, nicht jetzt. Oh nein. Ich brauche wieder Feuer. Wohl. Ich glaube, die schaffe ich. Hauptsache, die andere Spinne wird nicht aufmerksam auf den Kampf. Das Ding ist, ich glaube, der Kampf wird auch noch mal ein bisschen leichter, weil die Spinne nicht diesen Ultra-Block hat, wie das andere Kackvieh von eben. Und die kriegt halt gut Schaden von Wind und ich habe hier recht viel Wind am Start. Oh. Hochgesteuert, das Vieh, ey. Okay, Meistertechniken sind die ganz normalen Techniken auf X, Y, B und so. Das ist natürlich nice. Vor allem gerade, wenn man jetzt Mithra hat oder so und Zusatzladungen benutzen kann. Da kann man es halt die ganze Zeit durchspammen gefühlt. Magnificent. So, Windstoß mache ich natürlich.
Pheromone? Nein. Das Ding ist bei mir, ist Nia zum Glück auch relativ guter Teilerin, weil ich Boreas und Ursula so ziemlich voll habe mit den Harmonieringen. Das hilft halt auch sehr, sehr stark. Das Schlimmste war ja wirklich, Ursula voll zu kriegen mit den Harmonieringen. Sowas will ich nie wieder machen in meinem ganzen Leben nicht. Oh Gott, wo kommen die ganzen kleinen Ivis jetzt her? Das ist natürlich ein bisschen unsympathisch jetzt. Au. Ja, muss ich die, glaube ich, auch einmal wegmachen. Das nervt nämlich die ganze Zeit. Das ist krass, wie viel eigentlich so ein kleines Vieh hier auch aushält. Oh Gott. Nein, nicht hochhüpfen. Er hüpft hoch. Ah, es holt keiner die KP-Kapsel, ne? Da muss ich. Nein, sie ist weg. Letzter Moment. Okay. Kann man aufhören, so rumzurennen. Der rennt noch in den anderen Feind rein. Scheiße. So, ich schicke die anderen jetzt einfach auf die Regio-Spinnen. Greifen wir da alle drauf an. Ja, geht schneller. Schon wieder einen nachgecastet, oder? Ja komm, noch eine Angriffskette. Den Damage brauche ich. So, Wind. Das war eine hohe Zahl, aber er wirkt nicht so beeindruckend. Gott, stirb einfach. Oh, gerade ist umgeworfen. Ah, schade. Jetzt hatte ich George nicht Gorg nicht ready. Oh, wirklich. Jetzt ist die andere auf uns aufmerksam geworden. Die andere Spinne. Ich hoffe, vom Damage her kann ich die wegignorieren. Dann schicke ich alle auf bezaubernde Malrin. Angriffskette! Weil ich kann.
Oh, der letzte Meter ist echt anstrengend bei dem Vieh. Oh, jetzt kommen auch die ganzen kleinen Bestien hier schon wieder. Oh, jetzt wird's echt unangenehm. Ah, wenn es so weiterläuft, trotz den Ablenkungen, sollte ich das Vieh besiegen können. Ja, hau doch nicht ab! Eieiei. Oh, über die KP-Kapseln. Ich brauch sie. Lass mich doch durch. Ja. Nein. Weg. Komm schon, Leute. Alle Fokus auf Malrin. Ich glaube, das ist es. Das wird jetzt der Overkill. Ja, sieht gut aus. Los, Boreas. Komplette Vernichtung. Oh ja. Gib mir deine Drops. Was ist denn das hier alles? Kristall, Konterstein. Irgendein Splitter, der bestimmt nicht schlecht ist. Okay, jetzt muss ich die ganzen anderen Scheiße noch erledigen. Ja, zum Glück habe ich nie am Team gehabt, ey. Oh Gott. Ätzend, dass ich jetzt noch gegen ganz Kleinen hier kämpfen muss, ey. Ja, komm, machen wir eine Angriffskette. Ja, Korsett hatte ich anfangs auch drin. Aber ich habe mich jetzt für Boreas und Ursula entschieden, weil ich da tatsächlich die Harmonieringe halt voll habe. Und deswegen sind die für mich jetzt aktuell besser. Und bei Korsett muss ich halt so viel kochen, ne? Um sie aufzuleveln. Aber ich finde die vom Design her auch super cool. Ja, Pheromone. Wenn du meinst. Oh, wirf mich doch nicht zurück, Junge. Ja, das war's gleich. Yes. Bis gleich, Wiebke. Wow, wie die nur 38 Erfahrung bringen. Und das andere Spinnvieh gerade irgendwas bei 600.
Die lohnen sich halt gar nicht. Ah, okay, nice. Ja, dann ist es ein bisschen leichter, aber ich habe keinen Bock zu kochen. Ein paar später. Oh, bitte. Stirb einfach. Ich kann nicht mehr. War ja länger als die Bosskämpfe heute. Oh. Oh, der Stress. Erholungssymbol. Oh je, wird ein bisschen lang. Da. Oh Gott, warte, Wind, ne? Achso, nee, Feuer fehlt mir. Wind habe ich. Okay. Dann falsches Dings. Klingenpartner. Ja, kurz ihn raus. Feuer. Feuer. Feuer mindestens 2. Ja, du, ne? I'll work my ass off to meet your expectations. Is that okay? Yes. Okay, und jetzt wieder Klingenpartner Gorg. I give you my all. Oh, wir nähern uns dem Ziel. Mann, die Höhle ist viel größer, als ich gedacht hätte. Unterste Säulenkammer. Schiebstein. Yes, das habe ich alles. Oh. Aha. Fancy. Das will ich auch. Fliegt da so rum. Speed 45. Ja, nicht so wild. Die sehen halt einfach bedrohlich aus, aber es geht. Eine Todeskiwi. Oh je. When did it get so late? Was ist das hier? Ein Morlen. Großen Kackviecher hier. What have we here? Flora heals an aching soul. Das Ding ist, so manche Aufgaben werden ja, glaube ich, trotzdem nicht gelöst, so wie besiege ein ganz bestimmtes Monster oder sowas. Ja, und Pyra und Mithra habe ich zum Glück schon auch fast completed. Aber es ist halt anstrengend, ne? In my experience. Und die Söldneraufträge mache ich jetzt halt einfach extra nicht im Stream, weil das Zeit frisst. Aber ich habe schon so viele Söldneraufträge gemacht, ne? Ich habe auch schon Stufe 5. Her life is tied to yours. You have a life within you now. A life? She lives on inside you. Her life is tied to yours. Near. Say it for me now. Address me as Father. Yes. Father.
Father. Father. This was Dar's. My lady! My lady! Hmm? Are you all right? Nia! Hey! You don't look so steady. Careful. Fall down there, you'll never hit the bottom. You must be sick of saving me by now. Huh? Don't be silly. Don't push yourself. You can rest up a little longer. It's even tougher for you, though. I'm telling you, I'm fine. After my sister died, it wasn't long before my dad died too. Huh? I'm finishing my story. Dromark was all I had left to remember him. We started wandering together. Or maybe I should say running. Running? From who? People your dad owed money to? No. From the Praetorium. What? Why? Well, it's a long story. Get the cannibal! Capture that flesh-eating blade! I felt like the whole world was against us. There was nothing we could do but stay on the run, taking each day as it came. Just thankful for each sunrise, praying we'd see another. Then I met Jin. He took me in. So that's why you and Jin... In Jin, I saw a way out, you know? I didn't see a future for myself on my own, so I threw my lot in with him. But... I can't see it. What? You're not the kind of person to worry about stuff like that. Well, I wasn't worried as such. So, anyway, why the story? I don't know. I was just rambling. Look, I don't know what's burning you, Nia, but you shouldn't be afraid. Afraid? Of whatever it is. Stay true to your feelings, even if it means fighting tooth and claw. That's who you are, right? What the hell? I'm not some violent goon. I think you know what I mean. What the... There we go. That's the Nia I know. The Nia you know? Not far now. Let's get going. Rex.
Ja, so kennt man sie. Ist da? Warte mal. You're all mine. Ja, Geld. Wiedergeburtsamulett. Was ist mit dieser Tür? Okay. Dann geht's da wieder hoch. Ah ja. Na komm, looten wir das ja auch nochmal. Finsterer Teufelstein. Ja, Nias Geschichte finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Ich mag sie auch als Charakter und ich habe sie auch gerne im Team dabei. Das Gemeine ist, dass man halt 5 Leute hat, aber nur 3 mithaben kann und ich würde halt immer gern mehr Leute reinnehmen. Ich mache gerade noch die Cutscene-Lücke. Rex, it's dead end. That seal. It's the same as the one on the ship. Who or what? Hey, watch out there, Rex! Okay, Trugbilder. Aber nur Level 44 Trugbilder. Das ist kein Ding. Easy peasy. Ja, und den Kampf. Das heißt, du hast Zeit. Du hast Zeitlücke. Der Kampf dauert bestimmt Mühe. Ich weiß aber nicht, wie lange. So vielleicht doch nicht so lange. Einer ist schon kaputt. Also die Spinne war schwerer. Oh. Ah, okay, da kommen immer neue dazu, oder was? Ich verstehe. Gott, schon die nächste Welle. Ist das ein Trick oder ist das so ein Aushalten-Ding? Kann ich das da markieren? Ne, okay. Ich bin nicht sicher, ob es hier wirklich einen Trick gibt. Ja, die rufen da manchmal neue, ne? Nochmal eine Angriffskette jetzt hier zwischendrin. Ja, so nicht weiter. Komm, geht das schön auf alle.
was? Nur gut? Enemy down. Ich weiß nicht, ob ich einfach die schneller töten muss, als die Leute wieder nachrufen, oder das könnte es halt auch sein. Ah, jetzt ruft er ja zum Beispiel. Ah, dann weicht er auch die ganze Zeit aus. Ah, der ruft schon wieder. Das ist doch eine Scheiße. Oh, schon wieder so viele. Da gibt's doch einen Trick. Wahrscheinlich müssen alle irgendwie gleichzeitig sterben. Soll ich alle so ein bisschen anhitten und dann mit so einem Massenangriff gleichzeitig erledigen? Aber das gestaltet sich auch nicht so einfach, finde ich. Ja, kommen wir hier rüber. Hier gleich wieder so ein komplettes Vernichtungsding. Oh, der ist jetzt auch fast tot. Wir gehen jetzt mal alle auf den. Ist noch irgendwo einer versteckt? Nee. So, warte. Nein, der da hinten. Okay, jetzt mal probieren. Könnte klappen. Aber das eine Trugbild hat hier noch so viel HP. Bam. Ging auf alle. Sehr schön. Ja, okay, alle gleichzeitig töten wir's. Nia! No more. I won't hide any longer. I won't hide who I am. Nia. She's a blade. Bladiest blade! Not merely a blade. She's a... Nia. I am burdened no longer. Not by my past, not by Jin. I am finally free. A blade? What the? I'm no longer afraid. This is who I am, Rex. What's the point in living if I have to hide?
having me see. I love you, Rex. What? Come on then! Who wants a piece? There really isn't much ether here. Rex! Nia, I love you too. Huh? I love you and all you guys. So, let's do this together. That's just like you. It's all I could ask for. Let's give him hell! Ready? Ready. Fight. Who's that? You fight on, relentlessly. But you do not fight for yourself. I fight for my friends. Yeah! I have been waiting for so long. For one such as you. Huh? My name is Adam. I am long departed from this world. That voice. Before. What is your name, boy? Rex. I've been here before. This is Elysium. Pyra was standing under that tree. Over there. She looked... lonely. Is that so? I must offer my gratitude. Hey? You are the one who brought me here. I have never been to this place. Once I sought to come here, but I never did. Oh, really? Neither have I. Not yet. It is beautiful. Yeah. Rex, what is it that you seek? Wealth? Power? Dominion? None of those, really. Though, power might be useful.
Power then? Power to protect. Protect what? That's a long list. Gramps, Nia, Tora, everyone in Fonsett, and Pyra, and Mithra. You are greedy, boy. Everyone in Argentum used to tell me that. It is not necessary to protect everything. There is a limit to what one man can do. That's true. But there is something granted to you especially. Please, tell me what it is. The power to accept her. She is afraid of her own power and her terrible destiny. And I too was afraid. I feared the true power of the Aegis. Your will to fight comes from your will to protect. Blades and mortals are linked. When you take on the weight of all the fear she carries, then you will be her true driver. Rex? Rex? What happened? You haven't said anything since the ghost disappeared. Yeah. I'm fine. Never better. That's... The third sword. What? The Aegis sword. Why? Why did sword break? Perhaps it was just down here too long. You're bloody kidding me, right? After we trudged all the way down here. It's okay. How can it be okay? Pyra's one true sword just broke. This was never about the sword. We have everything we need. Huh? I know now what I have to do. Let's go. We've got rescuing to do. Rex, look. Nia, do you trust me? Yeah, but... You've realized something, haven't you, Rex? Something important that the rest of us can't see. I'm with you. I've seen that look in your eyes before. Was genau machen wir jetzt? Schnellstens abhauen, würde ich sagen, allein den Klingen zuliebe. Die nächsten Schritte sollten wir besser in Fonsett besprechen. Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Dann los, suchen wir uns ein Plätzchen, wo wir in Ruhe reden können. Nias eigentliche Gestalt hat sich offenbart. Ab jetzt kann Rex sie als Klingenpartner verwenden. Doch natürlich kann Nia auch weiterhin als Meister ihre Reise fortsetzen. Möchtest du Nia als Klinge einsetzen? Wähle sie im Hauptmenü unter Charaktere aus und drücke anschließend Y. Soll sie wieder als Meisterin an deiner Seite kämpfen, wähle sie im Hauptmenü unter Charaktere in Klingenform aus und drücke anschließend Y. Oh. War schwierig, ne? Eigentlich will ich Klinge werden. Nee.
Save mal nochmal einmal kurz. Aber ich glaube, ich will sie lieber im Team haben als Driver. Ich glaube, das finde ich besser. Ich will das Artwork sehen. So, Klingenpartner. Oh, sie hat auch gute Werte. Was ist das für eine Waffe, die sie da hat? Auch eine unique Waffe, so wie es scheint. Spontanheilung, 25%ige Chance auf 4% KP-Genesung nach erlittenem Schaden. Ah ja, ich gucke mir mal ihre Harmonieringe so an. Achso, ich muss... Warte. Hier. Oh. Showtime! Mal kurz so. Aber sehr gutes Design. Mag ich. What's next for Nia? So, was kommt denn dazu? Spezialtechniken wandeln 20% des Schadens in KP um. Das ist auch gut. Treffer lässt kleine KP-Kapsel entstehen, 100%ige Chance. 2. Heilt bei einem Treffer KP der Gruppe, 50% des verursachten Schadens. Heilt bei maximaler Harmonie schrittweise 8% der maximalen KP, ganze Gruppe. Ja, okay. Würde man meinen, die ist echt gut. Und wenn Nia selber ist auch schon so eine gute Heilerin. Warte mal. Das mit der Waffe ist ja auch gut aufgestellt. Gut, der Sphärensplitter wäre nochmal besser. Aber nee, ich mach sie wieder zum Meister. So, Klingenpartner. Gorg. Bin ich blind? Da. Ah, okay, ich muss ihr wieder ihre Goodies zurückgeben. Boreas. So, und dann wieder Aufstellung packen. So. Ah ja, kehre nach Fonsett zurück. Mach's gut, Lütke. Freut mich, dass es dir gefallen hat und schlaf schön. Nachti. Fonsett. Da. Who'd have thought that Nia was a blade too? Why didn't you tell us, Nia? I just didn't, okay? No, it's not okay. You lot really are just children, aren't you? Huh? What do you mean? You'll understand one day. Hey, you know, me, Rex, Nia, we've all got some kind of deep blade connection going on with us, haven't we? To tell the truth, I am a little envious. Lady Morag? You know, I'm sure it could be arranged. Would it leave a scar? That's kind of part of the bargain. In that case, maybe not. No, that's not what I meant. It's just... Relax. Much as I appreciate the sentiment, I wouldn't want you to harm yourself. I am sorry. Anyway, what do we do now? It's all well and good that we escaped, but we've got nothing to show for it. Don't worry. I know where we have to go. Are you sure, Rex? You know Pyra's location? I think so. Near the World Tree. I see a rotting titan. She's there. A rotting titan? Could it be? What is it? Morag knows such a place? Close by the World Tree, against the side of the Great Void, I've heard there's a titan known as the Cliffs of Morytha. Morytha? That name sounds familiar. Lady Morag, there are tales. Tales of a land of the dead, and the cliffs that lead into its depths. Yes, indeed. The land of Morytha. A place no living soul has ever witnessed. Well then.
Mick, you here again? Is it passion or idiocy? Patroka. Just ask me out already. Piss off and die, Mick. Oh, I'm sure I'll get around to it one of these days. So, what are you doing anyway? You know, the Marsanis is the last Tornin warship. I'm readying it for battle with non-mortal opponents. What are you talking about, non-mortal? Surely you don't need me to tell you. You don't mean... Something wrong? Did you want something? Oh, food's ready. Get it while it's hot. You came all the way here to tell me that? You've got quite the crush. Mick Kyle, I'm gonna crush your... Okay, got it. Well, I'd better go and eat this delicious spread. Mick? So, und wie kommen wir jetzt am besten zu den Klippen von Morytha? Ich bezweifle, dass wir jemanden finden, der uns freiwillig mit seinem Schiff dahin bringen will. Nee, garantiert nicht. Ich glaube, kein Schiffsherr hat verstärktes Interesse an einer Spazierfahrt zum Weltenbaum. Ich kann anbieten, ein Militärschiff für uns zu organisieren. Dafür müssten wir einen Umweg in Kauf nehmen, aber es wäre die sicherste Methode. Oh, das geht. Murk hat so viel Autorität. Tora wäre auch gern Sonderkommissar. Wenn man es genau nimmt, fällt dieser Antrag eventuell sogar in die Sparte Autoritätsmissbrauch. Jedenfalls müssten wir dann nochmal beim Palast von Halle in Morytha vorbei, richtig? Jo. Bridget, würdest du vorausgehen und unser Kommen ankündigen? Selbstverständlich, Morg, ich mache mich sofort auf den Weg. Und wir können dann eigentlich auch los, oder? Ja, können wir. Mache das Tor von Halle. That was a slog. Geht nicht ab. Gibt's hier ein Problem? Sonderkommissarin Morg mitsamt ihren Gefährten. Welch eine Freude. Kennt ihr euch im Ödland von Dings aus? Selbstverständlich. In den letzten Monaten haben sich aggressive Monster dort niedergelassen. Unsere Männer haben Schwierigkeiten. Klingt heftig. Sollen wir da mal vorbeischauen und ein bisschen aufräumen? Nein, das war natürlich nicht unsere Absicht. Aber wenn ihr es schon so anbietet, werden wir die Unterstützung nicht ablehnen. Na also. Corvin auf ein Wort. Tut mir leid, Morg. Ich weiß, ich bin zu weit gegangen. Aber wir können die Sache doch nicht einfach ignorieren. Nun, das ist grundsätzlich schon richtig. Das Ödland ist ein gefährlicher Ort. Nur die erfahrensten Meister wagen es, einen Fuß hineinzusetzen. Na gut, einverstanden, wir werden euch unterstützen. Wirklich, das ist ja großartig. Als Offizier der 8. Dekade erbitte ich Hilfe bei der Organal-Lepados-Beseitigung im Ödland von... Ihr wisst schon was. Offizier der 1. Dekade hier. Bitte unterwürfigst um Entfernung eines Berserker-Brachiats, Herren. Immer weiter, immer her damit... Oh, es geht wieder los. Gut, im Namen der 7. Dekade bitte ich um die Bekämpfung der Sturmpetri. Die Saalbords-Kroktule machen auch Ärger. Die 3. Dekade wäre für eine Bejagung derselben dankbar. Zur Liste hinzuzufügen. Grauser Schlängel. Bitte der 9. Dekade. Was ist mit der Sammelmission der 5. Dekade? Ah, gut, dass du mich daran erinnerst. Könntet ihr von der Jagd auch etwas Nitrotoluid mitbringen? Wenn ihr das macht, dann helft bitte auch der 2. Dekade bei der Sandlachssammlung, aber keine Umstände. Es ist schon wieder passiert. Meine Landsleute scheinen ihre Aufgaben nur allzu gern an andere abzuschieben. Also sind die 4. und die 6. Dekade die einzigen, die ihre Arbeit selbst erledigen können, ne? Wir haben euch damit hoffentlich nicht überfordert, oder? Ach, kein Stück, das ist im Handumdrehen erledigt.
Oh, das wäre großartig. Ihr verfügt über außergewöhnliche Klingen. Sonderkommissarin, für eure Position nur angemessen. Außergewöhnlich, ja, das ist er in der Tat. Eieiei. Okay, ich muss hoch. Aktivieren. Gut, dass ich den Teleporter unten genommen habe, sonst hätte ich die Quest jetzt nicht entdeckt. Oder das Gespräch halt. Da hinten muss ich hin. Ach, guck mal, hier nochmal ein neuer Söldnerauftrag. Bei Milot. Gib ihm mir. Genau, textet mir Wumpe. Das ist nur ein scheiß Söldnerauftrag. Ist nie wichtig. Okay. Ja, dann geht's los. Seid gegrüßt, Sonderkommissarin, wir haben euch bereits erwartet. Grüße, Soldat, wir benötigen ein Transportmittel für die Überfahrt zu den Klippen von Morytha. Eure Anfrage wurde uns bereits im Vornherein übermittelt, Kommissarin. Unser Schiff steht zu eurer Verfügung. Dies wird keine leichte Reise. Seid ihr sicher, dass ihr den Anforderungen gewachsen seid? Absolut, Kommissarin. Diese Mannschaft wurde speziell für euer Anliegen zusammengestellt. Auf Anordnung des Kaisers höchstpersönlich durften nur die erfahrensten Marinesoldaten an Bord. Dafür muss ich mich später bei ihm bedanken. Nun denn, sind wir bereit zum Aufbruch jederzeit. Morytha, Anlegestelle. Ach, guck mal, hier auch nochmal eine Nebenquest mit Händler Dibi. Freunde, Dibi hat Redebedarf. Dibi, Schwestern von Larus AG, haben Auftrag von der dänischen Armee bekommen, Freunden hierher zu folgen. Doch dann plötzliche Erkenntnis, außer Freunden keine Kunden hier, sonst keiner verrückt genug herzukommen. Alles Lugbetrug. Dibi macht Freunden keinen Vorwurf, gurken sicher auch nur wegen wichtiger Mission hier herum. Dibi wird deshalb 1 oder 2 Augen zudrücken, falls Freunde bei kleinen Problemen helfen. Dibi will Warenangebot erweitern. Freunde könnten hier bei Klippen von Morytha nach neuen Waren suchen. Zeugs von hier total angesagt in anderen Ländern. Dibi-Schwestern werden in Katsching schwimmen. Vergeben fällt Dibi immer viel leichter, wenn reich statt arm. Freunde haben Wink mit Zaunfall verstanden. Ja. Dibi fremd hier, hat keine Ahnung, was wertvoll und was nicht. Vertraut auf Instinkt von Freunden. Großes Danke, Pon. Sachen von Klippen von Morytha total angesagt in anderen Ländern. Dibi nimmt alles, was Freunde finden. Souvenirs aus Morytha. Angenommen. Später. Oh oh. Suche von Freunden erfolgreich? Ah ja. Gut. Muss man viel finden und ihm geben. Schmuck. Ja, wohl er ist mir einfach einen Weg gelaufen. So, was gibt's hier? Auf jeden Fall richtig viel teuren Scheiß. Nopon-Puppe? Habe ich schon. Aha. Erhöht Schaden um 50%, wenn Klinge vom anderen Geschlecht. Ah ja. Anmutiger Badeanzug. 50% ist schon hart. Was haben wir hier? Sphärensplitter ist halt auch hart kräftig. Werde ich mich später mal mit eindecken. Mache ich heute im Stream nicht mehr, aber mache ich auf Stream. Kurz mal hier die Cutscene. So these are the cliffs of Morytha. A rotting titan, drifting aimlessly until death takes it. I just remembered. Malos mentioned this place once. It's a shortcut to the Willed Tree. Makes sense. Let's push on. Pyra is definitely somewhere ahead.
Pathetic. Look at all this trash. Huh? Rex, are you okay? Rex? I'm fine. Could it be Pyra is in trouble? I don't know. But we have to hurry. I have a bad feeling about this. Why are you running? Why are you protecting this garbage? We Aegises don't need these things. You want to be free of them, as I do! Stop it! I'm not like you at all! I am... Well, damn, Father. Look what you've been hiding away. All right then. If that's what you want, I'll do it for you! Okay, ich glaube, das sollten wir im nächsten Stream machen. Sonst wird das hier zu lang. Ich dachte, wir schaffen das Kapitel vielleicht noch, aber es ist ein recht langes Kapitel, wie ich feststellen musste. Aber da haben wir ja ein schönes Ziel fürs nächste Mal, und zwar Pyra retten. Hoffentlich schaffen wir das. Also, wenn euch das gefallen hat und ihr seht das gerade auf YouTube, dann nochmal liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Und alle, die auf Twitch dabei waren, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Morning.